Lesung aus dem Buch Ezechiel. Der Mann, der mich begleitete, führte mich zum Eingang des Tempels und ich sah, wie unter der Tempelschwelle Wasser hervorströmte und nach Osten floss. Denn die vordere Seite des Tempels schaute nach Osten. Das Wasser floss unterhalb der rechten Seite des Tempels herab, südlich vom Altar. Dann führte er mich durch das Nordtor hinaus und ließ mich außen herum zum äußeren Osttor gehen. Und ich sah das Wasser an der Südseite hervorrieseln. Der Mann ging nach Osten hinaus, mit der Messschnur in der Hand, maß 1000 Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis an die Knöchel. Dann maß er wieder 1000 Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis zu den Knien. Darauf maß er wieder 1000 Ellen ab und ließ mich hindurchgehen. Das Wasser ging mir bis an die Hüften. Und er maß noch einmal 1000 Ellen ab. Da war es ein Fluss, den ich nicht mehr durchschreiten konnte, denn das Wasser war tief. Ein Wasser, durch das man schwimmen musste. Ein Fluss, den man nicht mehr durchschreiten konnte. Dann fragte er mich, hast du es gesehen, Menschensohn? Darauf führte er mich zurück am Ufer des Flusses entlang. Als ich zurückging, sah ich an beiden Ufern des Flusses sehr viele Bäume. Er sagte zu mir, dieses Wasser fließt in den östlichen Bezirk, es strömt in die Ara hinab und läuft in das Meer mit dem salzigen Wasser. So wird das salzige Wasser gesund. Wohin der Fluss gelangt, da werden alle Lebewesen, alles, was sich regt, leben können. Und sehr viele Fische wird es geben. Weil dieses Wasser dorthin kommt, werden die Fluten gesund. Wohin der Fluss kommt, dort bleibt alles am Leben. An beiden Ufern des Flusses wuchsen alle Arten von Obstbäumen. Ihr Laub wird nicht welken und sie werden nie ohne Frucht sein. Jeden Monat tragen sie frische Früchte, denn das Wasser des Flusses kommt aus dem Heiligtum. Die Früchte werden als Speise und die Blätter als Heilmittel dienen. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr der Herrscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere Burg. Der Herr der Herrscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere Burg. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in allen Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn die Erde auch wankt, wenn Berge stürzen in die Tiefe des Meeres. Der Herr der Herrscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere Burg. Die Wasser eines Stromes erquicken die Großstadt, des höchsten heilige Wohnung. Gott ist in ihrer Mitte, darum wird sie niemals wanken. Gott hilft ihr, wenn der Morgen anbricht. Der Herr der Herrscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere Burg. Der Herr der Herrscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere Burg. Kommt und schaut die Taten des Herrn, der Fruchtbares vollbringt auf der Erde. Der Herr der Herrscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere Burg. Herr Jesus Christus, dir sei Ruhm und Ehre. Erschaffe mir Gott ein reines Herz. Mach mich wieder froh mit deinem Heil, Herr Jesus,
Hier sei Ruhm und Ehre. Verzeiht euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Es war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. In Jerusalem gibt es beim Schaftor einen Teich, zu dem 5 Säulenhallen gehören. Dieser Teich heißt auf Hebräisch Bethesda. In diesen Hallen lagen viele Kranke, darunter Blinde, Lahme und Verkrüppelte. Dort lag auch ein Mann, der schon 38 Jahre krank war. Als Jesus ihn dort liegen sah und erkannte, dass er schon lange krank war, fragte er ihn, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, sobald das Wasser auffällt, in den Teich bringt. Während ich mich hinschleppe, steigt schon ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Ware und geh. Sofort wurde der Mann gesund, nahm seine Ware und ging. Dieser Tag war aber ein Sabbat. Da sagten die Juden zu den Geheiligten, es ist Sabbat, du darfst deine Ware nicht tragen. Er erwiderte, der Mann, der mich gesund gemacht hat, sagte zu mir, nimm deine Ware und geh. Sie fragten ihn, wer ist das denn, der zu dir gesagt hat, nimm deine Ware und geh? Der Geheiligte wusste aber nicht, wer es war. Jesus war nämlich weggegangen, weil sich dort eine große Menschenmenge angesammelt hat. Später trat ihn Jesus in den Tempel und sagte zu ihm, jetzt bist du gesund, sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres zustößt. Der Mann ging fort und teilte den Juden mit, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Daraufhin verfolgten die Juden Jesus, weil er das an einem Sabbat getan hatte. Evangelium, die frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Aber Gott, unterbrich. Hast du? Damit wir mehrere Teile haben, das ist so lang, dann kann man es wieder machen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe zugeschaltete, liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, was das ist. Okay. Ein paar Worte zu dieser wunderbaren Heilung. Heilung ist ja wirklich ein wunderbares Stichwort. Ich habe den Text nicht ausgesucht, das ist von heute. Der Text ist aber gut. Und das Stichwort Heilung ist natürlich ein Wunsch von allen, vor allem von Kranken, vor allem von denen, die sich um die Kranken kümmern. Das wäre doch wunderbar, wenn jetzt Jesus kommen würde und all diese Menschen, die schwer von Corona betroffen sind, gesund machen würde, das Gesundheitspersonal, an dem ich arbeitet, entlasten würde und die Welt wieder heil machen würde, wie sie schon vorher war. Aber war sie das wirklich? War diese Welt vorher wirklich heil? Wir leben in einer Welt, wo eigentlich eins Wesentliches fehlt. Das ist die Liebe. Wir haben Bildung raufgebracht, jetzt können wir sogar den Kindern per Social Media Lektionen ins Haus bringen, ins Zimmer, stößt natürlich nicht immer noch auf Begeisterung. Wir haben Technik so wunderbar entwickelt. Wir haben die Waren- und Flussströme, also Warenflüsse und Warenströme so gut gelenkt, dass alles genau zum Moment da ist, da wo man es braucht, dass man keine Lagerkosten hat. Wir haben unsere Welt sehr gut optimiert. Aber die Liebe ist aus der Welt verschwunden.
Es ist alles irgendwie vertraglich geregelt, irgendwie geschäftlich in Ordnung gebracht, aber die Liebe, ich hatte das Gefühl, dass die Liebe am Absterben war. Selbst in der Ehe, wo zwei Menschen es wagen, sich trauen, gemeinsam durchs Leben zu gehen, selbst da hat man einen Ehevertrag gefunden. Ja, man muss das klären, man muss das absichern. Liebe Schwestern und Brüder, diese Corona-Pandemie, mit der wir zu tun haben, bringt etwas zum Vorschein auf eine ganz deutliche Weise, was wirklich am Absterben war. Eben diese Liebe. Wenn ich diese Krankenschwester aus Italien sehe, die da vor Erschöpfung einschläft, wenn ich diese Menschen sehe, die wirklich ihre Familie zu Hause lassen und arbeiten rund um die Uhr, wenn ich unsere Politiker, alle, die sich engagieren, einsetzen, sehe, wie sie sich über das Bezahlte hinaus, über den Arbeitsvertrag hinaus einsetzen, dann merke ich, dass langsam die Liebe wieder zurückkommt. In der ersten Lesung haben wir gehört, wie diese Liebe ist. Sehr, sehr, sehr großzügig. Es ist nicht ein Rinnsal, es ist nicht ein Bach, es ist ein Fluss. Gott gießt seine Liebe aus und macht alles heil. Wenn wir uns diese Liebe öffnen, wenn wir diese Liebe in unser Herzen aufnehmen, wenn wir diese Liebe in die Welt hineintragen, dann wird es kommen. Wir haben vor der Corona ständig von der Klimaerwärmung gesprochen, aber das Gefühl, dass wir gleichzeitig im gleichen Maße eine Liebeserkältung gehabt haben in der Welt. Erkaltung der Liebe. Und jetzt kommt das Gegenteil. Kleine Menschen kommen ganz groß raus, fragen nicht viel helfen, fragen nicht nach Vertrag, nach Möglichkeit, was verdiene ich, was bringt es mir. Und es gibt nur noch solche, die versuchen, auch noch Nutzen zu schaffen. Aber viele, sehr viele Menschen besinnen sich auf diese Liebe und tun das. Ich wünsche uns, dass wir diese Liebe spüren, dass wir diese Liebe in die Welt tragen, dass wir die Welt mit Gottes Liebe gesund und heil machen. Wir wollen für Bitte halten. Gott, unser Vater, du hast uns deine Liebe im Überfluss, im Übermaß geschenkt. Hilf dem Papst, den Bischöfen, allen Verantwortlichen in der Kirche und auch in anderen Religionsgemeinschaften der Welt, diese Liebe zu spüren, in die Welt zu tragen und authentisch zu bezeugen. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, wir bitten dich auch für unsere Regierenden, für die Menschen, die in der Politik Verantwortung tragen. Hilf ihnen jetzt in dieser schweren Stunde der Menschheit wichtige und weitreichende Entscheidungen zu treffen zum Wohl des Volkes. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, wir bitten dich für das Pflegepersonal, medizinisches Personal, Ärzte und Schwestern, vor allem auf Intensivstationen, überall auf der Welt, die an ihre Limite gekommen sind und nicht mehr können, gib mir neue Kraft, damit sie den Menschen helfen können. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich auch für alle in unserer Pfarrei, im Abendkurs Niedelbad, für alle, die jetzt zu Hause sind. Schenke uns Kraft, mit dieser besonderen Situation umzugehen und lass uns spüren, dass deine Liebe alle Entfernungen überwindet. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten auch für diejenigen, die an dieser Krankheit sterben, aber auch für die anderen Sterbenden, unsere lieben Verstorbenen. Nimm sie auf in dein Reich des Lebens. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, wir haben unsere Bitten vorgetragen. Wir haben auch viele Dinge in unseren eigenen Herzen, in unseren Wohnungen, in unseren Zimmern. Höre alle unsere Bitten und erhöre uns durch Christus, unseren Herrn. Herr,
du trägst Sorge für uns. Du hast uns das Brot und den Wein geschenkt, als Nahrung für unser vergängliches Leben. Wir bringen diese Gaben zum Altar, reiche sie uns neu als Sakrament der Unsterblichkeit. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und dich in dieser Zeit der Buße durch Entsagung zu ehren. Die Entsagung mindert in uns die Selbstsucht und öffnet unser Herz für die Armen. Denn deine Barmherzigkeit drängt uns, das Brot mit ihnen zu teilen, in der Liebe deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir deine Größe und rufen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hoch gelobt sei, denn er kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit, und darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen Leid unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heils dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Und wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unseren Aposteln mit Vater Peter, allen Bischöfen, Priestern und Diakonen, mit allen unseren Lieben in Idelwald, Abekus, in ihren Häusern und Wohnungen und mit uns allen, die wir zum Dienst am Mitmenschen, zum Dienst an der Liebe bestellt und dazu bereit sind. Bedenke auch alle unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir gedenken unserer lieben Verstorbenen, vor allem eben halt auch aller, die jetzt in diesen Tagen im Sterben liegen oder an Corona gestorben sind. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, hier in der Kirche, in unseren Wohnungen, in unserer Pfarrei, in unseren Häusern und Zimmern, im Abekus und im Niedelbad. Hilf uns allen, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit den Aposteln, unseren Namenspatronen und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Wir sind jetzt räumlich getrennt, aber wir sind im Herzen geeint. Wir sind alle Kinder eines Vaters. Gott ist unser Vater. Wir sind Kinder eines Vaters, einer Mutter. Kinder von unserem Gott. Und darum beten wir als Schwestern und Brüder vereint über alle Entfernungen hinweg. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und dieser Friede, der Friede des Herrn, sei jetzt und alle Zeit mit euch. Ja, ich wünsche euch allen Frieden dort, wo ihr seid, wo ihr zugeschaltet seid. Ich wünsche euch diesen Frieden, der im Herzen Ruhe gibt und der aus einer tiefen inneren Gewissheit hervorgeht, dass Gott mit uns ist. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht, das geteilte Brot, das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht. Komm, wir machen das gemeinsam. Wir beide kommunizieren jetzt hier gemeinsam und ihr zu Hause. Es gibt diese geistige Kommunion, das ist nichts anderes als die innere Einstellung, ich bin jetzt da. Das ist wie wenn man an die Liebsten denkt und nicht zusammen sein kann, wenn man irgendwo im Ausland oder was weiß ich wo ist und sich die Augen zumacht und sagt, Mensch, ich spüre sie jetzt hier, die sind da, ich bin mit meinen Liebsten. Das ist die geistige Kommunion. Lade euch dazu jetzt ein. Das Blut Christi. Lasset uns beten. Gütiger Gott, wir haben die heilige Speise empfangen, das Brot für das Leben der Welt. Tilge durch dieses Sakrament unsere Schuld und komm der Schwachheit unseres Leibes zu Hilfe, damit wir einst teilhaben an der Verklärung deines Sohnes, der mit dir lebt und uns liebt in alle Ewigkeit. Ja, so sind wir jetzt am Ende vom Gottesdienst angelangt. Ich glaube, Livestream läuft zwar jetzt noch, aber es hat nicht geklappt über die Homepage. Ich werde es gleich wieder freischalten, so habt ihr ein bisschen verzögert mitgefeiert. Ich hoffe, dass es funktioniert. Morgen werden wir dann etwas mehr versuchen. Es ist mir ein Ziel, dass wir jeden Morgen um 10 Uhr hier heilige Messe feiern können, damit ihr im Abendkurs, im Mittelbad, zu Hause in der Wohnung
Anteil hat an der Gemeinde. Ihr müsst euch vorstellen, wie eben bei dieser geistigen Kommunion, wir sind verbunden. Wenn ich hier feiere und mit morgen die heilige Messe eben für euch alle und mit euch allen feiern, dann sind wir eine Gemeinschaft. Vielleicht sogar mehr als damals, wo wir normal am Sonntag oder am Werktag arbeiten konnten, wo dann eben 10, 15 oder am Sonntag 70, 80 Leute kamen. Jetzt sind wir rein technisch, kann man 200, 300 Leute sein oder mehr. Und ich hoffe, dass ihr davon auch Gebrauch macht und ich hoffe, dass es euch etwas bringt. Das ist wie die andere Messe auch. Mir bringt es nicht. Was Besonderes, nur dieses gute Gefühl, dass ich mit euch verbunden bin. Und Gott hat auch nichts davon. Wir haben es davon. Und seinen Segen obendrein. Der Herr sei mit euch. So segne, stärke, begleite und behüte euch der allmächtige und gütige, uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und auch die Schlossstraße hinten dran. Geht hin, der Gott den Segen, geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.